Nee, ich persönlich habe keinen Grund, etwas zu bereuen. Ich bin einer von ganz wenigen aus dem Schauspielerstande, die von Anfang, seit Schluss oder seit Beendigung des Studiums eine feste Arbeitsstelle hat. Also sozusagen eine Arbeitsbiografie, die für Schauspieler ein bisschen auch nicht sehr gewöhnlich ist. Ne? Und da gucke ich mit großer Dankbarkeit jetzt drauf und freue mich, dass ich nach wie vor spielen darf. Und gab es aber vielleicht, weiß ich nicht, Bemerkungen, die Sie sich jetzt mit Rückblick irgendwie vielleicht verkniffen hätten, irgendwie einen Witz, den Sie nicht gebracht hätten? Oder sagen Sie, damals aus der Zeit heraus hat man das so gesagt und würde man... Naja, man kann natürlich immer sagen, man hätte auch mutiger sein können. Ne? Mhm. Aber das sagt man im Nachhinein. Also wenn man in der Situation steckt, ist es schwierig, das so definitiv zu beantworten. Naja, das war alles unter dem Gefühl, wir sind eine Familie, wir sind eine Nation, wir sind eine Gruppe und so, da gab es ganz viele Veranstaltungen von Institutionen, die es auf der einen und auf der anderen Seite gab. Und in diesem Kontext muss man das einordnen. Die Kritik am System von unserer Seite aus, am System der DDR, änderte sich und wurde stärker gegen Ende der DDR. Je mehr Sprachlosigkeit von Seiten der Politik herrschte, desto mehr konnten wir sozusagen unsere Freiräume nutzen. Das hängt mit dem Gefühl dafür zusammen, was ich vorhin beschrieb, dass man sehr genau weiß, wie weit kann man gehen. Also da gab es plötzlich Sprachlosigkeit von Seiten der Politik und wir haben das in unserem Programm genutzt, um etwas durchzusetzen, was wir für richtig hielten.